Für dieses Projekt benötigen wir eine Bohrmaschine, einen Gardinenring mit einem Durchmesser von 2,8 cm, Holzperlen, ein Holzschneidebrett oder man kann auch eine Baumscheibe nehmen und Baumwollseil mit einem Durchmesser von 4 mm. Ich habe mir jetzt 3 Punkte markiert und werde jetzt mit der Bohrmaschine da Löcher reinbohren und die müssen so groß sein, dass da insgesamt 4 dieser Schnüre durchpassen. Als erstes schneidet man sich 6 Schnüre mit einer Länge von jeweils 4,5 Metern zurecht und greift die Schnur dann in der Mitte, nimmt dann seinen Gardinenring und befestigt die Schnur so an den Ring. So, wir beginnen jetzt damit, dass die linke äußere Schnur unsere Leitschnur wird. Also um diese Schnur werden alle Knoten geknüpft. Dann nehmen wir die zweite Schnur und führen die über die Leitschnur dann nach hinten und von hinten durch diese Schlaufe nach vorne und ziehen den Faden zu und halten den Leitfaden auch immer stramm. Das machen wir jetzt zweimal. So. Das machen wir jetzt mit jedem Faden zweimal. Das heißt, wir nehmen jetzt den nächsten und machen das genauso und schauen, dass wir dann so ein bisschen wie so ein V soll sich dann bilden. Wenn wir das jetzt bis zur Mitte gemacht haben, machen wir das auf der rechten Seite genauso. Das heißt, die rechte äußere Schnur wird die Leitschnur. Dann führen wir den zweiten Faden über die Leitschnur und von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Wenn wir dann an der Mitte angelangt sind, machen wir einfach mit dieser Leitschnur weiter mit 2 Knoten, sodass sich dieses V schließt. So, und dann geht es im Grunde ähnlich weiter. Wir machen jetzt hier weiter nach unten. Diese Leitschnur bleibt unsere Leitschnur. Und wir machen pro Schnur 2 Knoten. Wenn wir mit dieser Seite fertig sind, machen wir mit der anderen Seite spiegelverkehrt genauso weiter. Und dann geht es wie hier oben weiter, indem wir wieder eine Knotenreihe bilden, die aussieht wie ein V. Dann machen wir einen Kreuzknoten und zwar nehmen wir uns dafür die linken 4 Schnüre, legen die linke Schnur über die 2 mittleren und unter die rechte Schnur und die rechte Schnur unter die 2 mittleren und von hinten durch diese Schlaufe nach vorne. Und lassen hier so ein bisschen Abstand und dann machen wir das gleiche spiegelverkehrt, also die rechte Schnur über die 2 mittleren und unter die linke und die linke Schnur unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch die Schlaufe durchziehen und das ziehen wir dann fest und somit haben wir unseren Kreuzknoten. Das gleiche machen wir hier auch. In der Mitte den Kreuzknoten werde ich ein bisschen weiter nach unten setzen.
Als nächstes werden wir jetzt versetzt Kreuzknoten machen, das heißt, wir lassen die äußeren beiden Schnüre außer Acht und machen mit den 4 nächsten nochmal einen Kreuzknoten. Dann nehmen wir uns die äußeren 4 Schnüre wieder und machen jetzt aber immer nur die erste Hälfte des Kreuzknotens, das heißt immer in eine Richtung und nicht spiegelverkehrt, so dass sich das dann spiralförmig dreht. Nach ca. 27 Knoten fädeln wir uns auf die mittleren beiden Schnüre 2 Holzperlen auf. Und dann machen wir im Grunde so weiter, nur dass wir jetzt die äußeren Schnüre nach innen führen und die dann quasi die mittleren werden. Und dann machen wir weiter mit der ersten Hälfte des Kreuzknotens. Und das gleiche machen wir mit den übrigen Schnüren. So, nachdem wir jetzt wieder 27 Knoten gemacht haben, wiederholen wir das Ganze noch einmal. Das heißt, wir fädeln wieder 2 Perlen auf, führen die äußeren beiden Schnüre in die Mitte und machen jetzt ein paar normale Kreuzknoten, also so, dass es dann auch immer spiegelverkehrt geknotet wird. Nachdem wir jetzt diese 3 Kreuzknoten gemacht haben, werden wir jetzt immer jeweils 4 Schnüre in ein Loch einfädeln. Wenn sich die letzte Schnur jetzt sehr schlecht durch das Loch fädeln lässt, nimmt man sich einen Faden und wickelt den einfach mehrmals hier um das Ende, so dass das dann schmaler wird. So, und diesen Faden fädelt man jetzt mitsamt der Schnur durch das Loch. So, und dann kann man den Faden einfach da wieder entfernen. So, wenn dann alles eingefädelt ist, dreht man das Ganze um und macht direkt hinter dem Loch nochmal einen Kreuzknoten. So, und dann nimmt man sich 2 von diesem einen Bündel und 2 von dem anderen, führt die zusammen und macht da einen Kreuzknoten. So, das gleiche machen wir jetzt mit den anderen auch. Wenn das dann gemacht ist, macht man das gleiche versetzt nochmal, also nimmt sich hier die 2 linken und da die 2 rechten Schnüre und macht auch nochmal einen Kreuzknoten. So, das gleiche machen wir nochmal, nur diesmal ein bisschen näher an den anderen Knoten dran. So, zum Schluss nehmen wir uns noch einen Faden und den wickeln wir jetzt ein paar Mal um die anderen Fäden drumherum. So, und den verknoten wir dann auch noch. Zum Schluss kann man da noch so ein paar Holzperlen auffädeln und dann ist man auch schon fertig.